Diesmal geht es um bogenförmige Wände mit Revit und Sophistic. Wände mit bogenförmigem Verlauf stellten bisher eine Herausforderung für das analytische System in Revit dar. Mit der Sophistic-Version 2024.3 sind diese Fähigkeiten, automatisch bogenförmige analytische Systeme von Wänden erzeugen zu lassen, deutlich verbessert wurden. Sehen wir uns zunächst an, was bisher passierte. Ich habe hier ein Gebäude mit bogenförmigen Wänden. Das sind zwei Geschosse. Ebene 0 sieht so aus. Und diese Wände habe ich mit den Bogenfunktionen hier erzeugt, ausdrücklich nicht mit ellipsenförmigen Linien und auch nicht als Splines. Dazu komme ich gleich nochmal. In der Ebene 1 habe ich diese Wand durch zwei Stützen ersetzt, eine mit Rechteck und eine mit Kreisquerschnitt. Was passierte also bisher, wenn wir uns das analytische System vom Sophistic AMG haben erzeugen lassen? Ich mache das schnell. Ja, wir sehen, die gebogenen Wände wurden durch polygonale ebene Membranen angenähert. Das war also sicherlich nicht optimal. Auch fand keine Optimierung statt. Hier sieht man, dass das analytische System der Stütze zwar mit der analytischen Deckenkante verbunden wurde, unten aber am Stützenfuß findet hier keine Verbindung zu den Wänden statt. Das musste von Hand alles angepasst werden. Sehen wir uns nun das gleiche System mit der Sophistic AMG Version 2024.3 an. Auch hier lasse ich den AMG für uns das analytische System erzeugen und optimieren. Einen Moment. Ja, das sieht jetzt richtig gut aus. Die analytischen Systeme der Wände sind jetzt gebogene Membranen. Auch die Optimierung und Zusammenführung mit den Stützen funktioniert jetzt sehr viel besser. Ich schalte mal die Linienstärke um und hier sieht man, dass nun auch die Verbindung zwischen den analytischen Systemen der Stütze und der gebogenen Wandmembran optimiert wurde. Ja, zum Abschluss noch ein Blick auf die derzeitigen Einschränkungen. Hier sind die gebogenen Elemente aufgeführt und man sieht, dass jetzt arc-shaped, also bogenförmige Deckenkanten, Balken und Wände vom Sophistic AMG erstellt und optimiert werden. Bei den elliptischen und splineförmigen Verläufen sieht man hier, dass mit dem derzeitigen Stand 2024.3 noch Einschränkungen, vor allem hinsichtlich der Optimierung, bestehen. Nichtsdestotrotz eine tolle Weiterentwicklung, wie ich finde. Ich kann mir vorstellen, dass die neue Funktionalität auch für Sie von großem Nutzen ist. Also probieren Sie es aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.